Ja, wir versuchen es weiter. Wir lassen uns nicht abbringen. Wir scheißen auf die Varianz. So, limpt gelegentlich, ist passiv. Geh rein, schöne Hand sowieso. Stimmt eigentlich auch wieder mal relativ alles. So, das ist schlecht immer, das wissen wir eigentlich inzwischen schon aus Erfahrung. Hoffentlich sagen wir. Und hoffentlich will jetzt hier nie noch einer rein. Ja, es ist wie gesagt schlecht, nice, flop, aber es kommt obviously doch, es kommt ein Flash. Ich freue mich so, dass ich mal sacken darauf. Ausnahmsweise. Also wir durften Aces aussagen, das ist uns seit einer ganzen Weile nicht mehr passiert. Naja. Wir sind mal nett. Nein, gehen nie weg. Hier könnten wir, machen es jetzt aber nie. Wir sind mal ein bisschen muschi wieder. Ich habe gar keine Ahnung, wie viel wir eigentlich offen haben. Wie viel haben wir offen? 12. Dann möchten wir jetzt noch einen aufmachen, weil 12 wenig ist. Hier limpen wir jetzt rein. Limpen war halt auch noch nie so schlimm. Queen Jack. Alles ganz nett, aber auch nie weiter interessant. So, 20 B, UTG, Queen Jack ist nie meine Vorstellung von Nice Situation. Aces wurden offensichtlich gecallt, weil Meise, aber darauf bauen wir ja, dass er keine schöne Hand trifft, während wir ihn mit Aces reinlullen. Hier haben wir wahrscheinlich die beste Hand, gehe ich mal von aus. Werden natürlich auch was betten hier, das wäre ja Quatsch, wenn wir jetzt nicht betten. Blöd. Vorne bin ich wahrscheinlich, aber es nützt jetzt auch nicht, hier raus zu betten. King 10 wurden wir gecallt. Das ist ganz putzig. So, das ist. Hier haben wir auch irgendwie monstermäßig Chips ergattert. Eigentlich ganz cool. Das gucken wir uns mal an. Das folgen wir da. Das folgt mir ja. So, ne, das ist halt wieder hier reinräsen. Irgendwie ist völlig egal, was du räst. Hier, zack, wurde gecallt. Wir haben Nuts. Jetzt versuchen wir den irgendwie reinzulutschen mit irgendwelchen dummen Bets, weil der uns hier nie überholen wird. Jetzt hat er wahrscheinlich King Queen und lacht uns aus. Aber nein, wir betten jetzt mal so und haben eigentlich gar keine Ahnung, wie wir betten. Raisen will er uns noch nie. Jetzt haben wir wieder Nuts und jetzt raisen sie auch schon, betten wir so. Vielleicht wird er es ja jetzt langsam mal reinstellen. Calmer. Könnten hinten sein. Ja, er will es reinstellen, das ist cool. King 10, aha. Okay. Machen wir uns dafür Sorgen halt. So, 6, 7, das ist hässlich. Das findet der aber offensichtlich auch übrigens. Und noch eine hässliche Karte kommt. Naja, wir hoffen halt einfach, dass wir, ja, gut vor King Queen sind wir durch, aber der hätte uns auch nicht bezahlt, haben wir nicht falsch gemacht. So, hier haben wir 3000 Chips, geht hier rüber. Wird Zeit für ein bisschen Nachschub, beziehungsweise dass hier auch ein bisschen nach vorne durchbricht. So, keine Schneiden. Okay, es läuft nicht dramatisch, aber es hat nie so den Durchbruch, den es mal haben sollte gelegentlich. Das ist halt das größte Problem. Das hätte ich glaube, nee, hätte ich doch nie müssen. Ja, und das muss es halt jetzt nochmal kriegen. So, vielleicht ein, zwei gewinnen und dann sind wir wieder glücklich. Für heute.
Ja, was will ich denn da mit jetzt UTG anfangen, Jungs? Das ist mir jetzt zu doof. 14 pp kann man King Queen schon mal reinstellen. Im 108er zumindest, ne? Also ich rede jetzt nur über die ich schon spiele, obviously. So, das macht uns noch keine Sorgen. Auch wenn er Ace-Jack hat, können wir ja treffen eigentlich. Das ist jetzt schön, aber es passiert natürlich auch nie. Aber es ist nicht so das Thema. Hat das nicht viel gekostet und wir hätten ja treffen können. Auch wenn es manchmal anders aussieht. So, offensichtlich ist hier schon wieder ins aufgegangen. Das ist gut. Das stellen wir rein, obviously. Das nie. Auch wenn vierfach Unsinn ist. So, wir machen noch ein bisschen was auf. Kings sind obviously hübsch und geht obviously aus, das Ding, weil ich jetzt wieder zu viel rumgeklickt habe. Puh. Der hat auch 110 BB, das ist echt, also das call ich gelegentlich schon mal. So, die sind obviously irgendwie wieder dran interessiert, hier übelst reinzukommen. Und zu folden im Flop, das haben wir auch nicht dagegen. Wenn sie so dran interessiert sind, im Flop zu folden, hat sie, glaube ich, vor dem Flop auch gefoldet. So, ach, das. Ja, ich mach's jetzt. Auch wenn ich King Queen suited, glaube ich, lieber gehabt hätte, das zu callen. Weil ich mit King Queen suited, glaube ich, irgendwie genau deswegen besser dastehe. Irgendwas, Peak. Nee. Deswegen callt man mit rein eigentlich nie. Lasst euch das gesagt sein. Also wirklich, man callt mit rein nie. Nehmt euch definitiv kein Beispiel an meinen Spielweisen. Ah, das kann man bestimmt auch pushen. Das ist eigentlich völlig leid, man kann alles pushen. So, hier hat man überhaupt keinen Kreuz, das ist lustig. Der nimmt interessanterweise gar nicht so oft, also ist das irgendwie besorgniserregend, was er dort macht. Helge, interessant. Oh, ich weiß nicht, was mit den Händen gerade ist. Ist nicht mehr genau gerade eklig. Ass 5 ist auch überhaupt nicht hübsch. OTG vor allen Dingen, aber hier fressen langsam die Blinds an mir. Kann ich nicht machen, muss ich ein neues halt aufmachen. Ah, ich darf nie im selben weiterklicken. Das ist verboten. Es macht keinen Sinn, aber es ist verboten. So, Minrace von einem Big Stack beachte ich nie. Callt er zwar gelegentlich, aber meistens macht er das mit Pisse hier. King 6. Selbst dacht. Warum? Warum? Jack ist gut. Ich weiß nicht, ob viele von euch jeden Tag pokern und das auch gelegentlich so erleben, dass wirklich jede Hand, in der man vorne ist, man erstmal im Flop hinten landet und hoffen muss, auszusacken bis zum River nochmal, also zurückzusacken. Aber es passiert mir echt manchmal ein bisschen zu häufig. Das ist halt besonders, wenn man halt große und so. Also, nee, ich will jetzt hier auch keine Verschwörungstheorien aufmachen, also es wird schon direkt sein, aber es kommt denen schon manchmal echt seltsam vor. Weil es halt aber auch definitiv immer gleich im Flop schief gehen muss.
So, naja. Läuft nicht bombastisch, so der limmt ständig. Kenne auch erst 2 Hände, aber der scheint definitiv an Limps interessiert zu sein. Und hat leider Kings und Settet und Full House und Idiot. Erzähl mir jetzt nicht, er hätte ständig mit Kings gelimpt. Das ist Quatsch. Also, wir waren hinten und durften ja aussagen. Vorne durften wir auch nicht aussagen. Kriegen wir ja langsam mal wieder einen Hut. Das wäre sehr zufriedenstellend. Ich möchte ein Hut. Nee. Wenn du einen Minrace machst. Hat EK natürlich. Leute haben immer EK, wenn ich es gewinnt habe. Also jetzt treten wir langsam in die Phase ein, wo wir auch hinten sind und nichts machen können. Sind seitenderweise noch nie zugegangen. Ich weiß auch noch nicht warum. So, wie viel Plans hat er denn? Da bin ich bei 150 obviously noch nie interessiert. Hier bin ich interessiert dran reinzukommen. Mit EK bin ich immer dran interessiert reinzukommen. Ach, naja. Also es gehen offensichtlich schon ein paar zu. So, der limmt wieder und auch wenn es wieder obviously wahrscheinlich Kings sind. Man kriegt echt eine Paranoia gegenüber so einem Zeug. Vor allem weiß auch nie endet. Es wird auch nicht zwischendurch besser oder so. Es ist nicht so, als ob das irgendwie Rente mal scheint oder nee. Es läuft einfach die ganze Zeit scheiße. Jacks, okay. Brauchen wir ja bloß mal treffen. 5. Nee. Natürlich nie. Das sind genau so eine Situation, die brauchen wir einfach nur mal treffen. Wenn man schon gegen Jacks rennen muss. Beim größten Stack der Erde. Aber passiert halt nie. Hm. Ja. Muss ich noch nie. Hm. Was weiß ich. Wahrscheinlich King 10 oder irgendein Mulch gehabt oder irgendwas. Kann ja fast nur ein Tor sein. Ass 10 ist auch so ein Spitzentor. Meine nice Handsöher Jacks sind echt geil. Und ist auch schön, wenn die halten, aber ja, bitte. Mhm. Mhm. Wär schon vorne sein. Ach, hey, ist Jack. Schade. Klar. Wenn wir noch nicht haben, müssen wir halt demnächst mal treffen. Überhaupt kein Thema. Pass mal auf. Ich schulde das jetzt mal. Die kommen ja jetzt hier alle hin. Ja, haben wieder EK. Das legt er mir schon so vor, dass ich das irgendwie eigentlich callen muss und so, aber
Das sieht man halt bei der so tight ist und sowas, sieht man schon, dass er halt fast nur so in den Händen. Aber der hat dann halt auch immer so eine Hände. Immer. Als gäbe es gar keine anderen Hände der Erde an der Stelle. Im Leben würde der nie Ace Queen pushen, weil der gar keinen Ace Queen hat. Der hat Aces, der hat Kings, der hat Ace King. Vielleicht noch ein paar Queens, Jacks und sowas dabei, aber was anderes geht da gar nicht. Also hier sieht es relativ gut aus. Muss jetzt halt bloß noch eine Weile halten. Das sind 10 BB, das stelle ich einfach ein. Das ist mir inzwischen auch lattisch, meine. Ob das nur hält oder nie, das, wie gesagt, das kann man eh nicht beeinflussen. Das ist mir viel zu uninteressant. Das ist interessanter, der callt uns einfach bloß, weil das ein Idiot ist. Der limmt UTG, das ist gefährlich. Weil das auch ein Gewohnheitslimber ist, also ich denke mal, vielleicht ist es nicht ewig gefährlich, aber... naja, lassen wir mal nie irgendwie blöd ankommen. Also Gewohnheitslimber halt. Bei dem hat auch ein UTG-Limp nichts zu sagen. Ich finde es cool, dass ich mal wieder jetzt hier einen Tisch habe, der hier drüben so residiert. Das, auch wenn er nicht besonders weit ist, also ich denke mal, sind es noch bestimmt 40 Spieler oder so. Ja, 39, genau. Das sieht man so in Blindstufen, aber ansonsten sieht er halt ganz gut aus, der Tisch. Und krieg wieder einen Call und hab gleich Flaschtrauer und alles. Ich hoffe einfach mal, dass er entweder foldet oder der scheiß Flaschtrauer mal ankommt. So wie er eigentlich anzukommen hat, weil wenn der hier raced, werde ich das obviously nie folgen mit Dame 10 suited, weil da einfach mal viel zu viel drin ist, was ich noch treffen könnte. Und was dann auch vorne ist. Zumindest wenn mich so ein Vollidiot anpusht. Ja, aber er konnte zum Glück folgen und hier, ich weiß nicht, ob ich hier was verloren habe oder ob da einfach nur nicht kommt. Meistens kommt einfach bloß nicht. Also nicht, was auch noch ansatzweise interessant ist zu pushen. Dort ging irgendwas zu natürlich. Womit wir nur noch 14 hätten. So, irgendwas werden wir dann halt hier mal einstellen und wieder sehen, wie wir irgendwie einfach mal anti-rennen. Naja, zwar nie, was ich mir das jetzt mal antun. Hm. Einfach Raises vom Spinner. Oh, was ist denn los? So 10 und 13 BB, ja, weiß ich nicht. Das stelle ich jetzt mal in Suited King rein, mal sehen, was er wird. Was sie so wieder für Aces finden. Kings. Ach, es ist einfach nur so lustig. Och, ich konnte aussacken. Das ist hübsch, dass ich auch mal aussagen darf. Also, was die aber auch wieder für Kings finden, das ist, weißt du, wenn man das selber mal hätte. Hat man ja auch gelegentlich, aber es ist lange her, dass man sich quasi die Hände aussuchen konnte, mit denen man reingeht. Bei dem bin ich ja, glaube ich, nicht vorne. Weiß ich nicht, da hat 6, also da wird auch ein bisschen mehr, das weiß ich nicht. Kann schon sein, aber bei dem bin ich da eher vorsichtig, da gibt es, glaube ich, genug andere Situationen.
So, naja, dafür sieht es jetzt wieder mal in 2 ganz gut aus. Vielleicht wird es ja mal irgendwas. Ja, der fängt jetzt wieder an zu pushen wie so. Naja, jetzt werden wir hier ein bisschen angriffslustig. Plans sind hoch genug. Angriffslustig heißt, man wird sofort gecallt. Ähm, also ist meine Ausnahme, ich bin halt eigentlich nie interessiert bei den Blinds, aber ich glaube, wenn ich Blind versus Blind ist Jack hab, dann muss ich das nie gleich folgen. Aha. Der callt mich mit Jack 9 suited vielleicht. Ja, wenn ihr so viel umnimmt, dann machen wir das einfach mal. Wir werden schon nicht so viel haben. Wenn doch egal. So, vielleicht kommt da was an. Also ich versuche mal zu stehlen, aber ich würde auch lieber mal ankommen. Ja. Das Problem ist halt bloß, dass man auch nicht so viel stehlen kann, weil einfach die Leute zu viel garden. Deswegen, also hier und da versuche ich es mal, aber eigentlich komme ich halt auch lieber an. Aber wer kommt nicht schon lieber an, ne? Ich meine, hier ist genauso, ich würde gerne ankommen. Weil ich halt nicht glaube, dass in einem 80er-Pot auf dem Bett irgendjemand foldet. Und da könnte man zwar jetzt versuchen, hier Fischpot zu massieren und hochzutreiben, aber wenn man prickt, nützt das alles nicht. Jetzt hab ich halt hier eine 6 oder so. Ich wüsste nie, was ich jetzt damit machen sollte. Da wird 2 reintun, weil er irgendwie bekloppt ist. Mal sehen, was er so hat. 9,6. Eieiei. Jungs. Ah, so ist es halt so, ist wie. Das war ein Horus. Hm. Bin ich halt mal nie interessiert. So, das ist ein Gewohnheitslimper. Bei dem wir halt nur hoffen, dass hinter uns keiner reingeht. So, das werden wir jetzt mal schon mal callen. Einfach nur, weil man ja nie immer gegen Ace King rennen kann. Hätte ja beinahe für ihn nochmal geklappt. Also ich rede ein bisschen scheiße, doch man kann immer gegen Ace King rennen, aber wir ignorieren das. BB oder was? Ich weiß es nicht. Könnte man ja auch mal minreisen oder so, aber ich bin jetzt einfach nicht. Rein. Immer rein. Ich bin jetzt einfach mal für rein. Ich will die rein Technik mal ausprobieren. Die rein Technik rennt gegen Jax und der Jax settet sofort und Ace Queen macht eine Straße. Das ist wirklich zauberhaft, was bei den Leuten klappt. Und Jax macht natürlich Full House, also das nebenbei. Okay, also die Reihentechnologie ist von Arsch. Aber so, hier kann man mal ein bisschen inducen. Wenn man überhaupt UTG inducen kann. Also ich meine, ich gehe mal nie von aus. Aber vielleicht ist ja irgendjemand bereit. Hier gerade so ein Vollfisch oder so.
könnte natürlich durchaus in der Lage sein hier. Oder klar. Und ein Ace im Flop, wie wir es lieben. Hier war man natürlich nur betten im Big Blind, aber mal ja, jetzt räst halt All-In und das ist schön von ihm. Kann er immer noch anything haben, aber wenn die Leute All-In räsen, haben sie doch meistens was. Gerade die Vollidioten sind halt einfach nur mega lucky und fertig. Und der ist ansonsten auch relativ tight. Ich glaube, da hätte ich mir schon fast die Conti sparen können. Aber vielleicht hat er ja ein paar gehabt oder so. So, der ist kein Gewohnheitslimmer bis jetzt. Also, zumindest sehe ich das noch nie. Also warten wir. Wir treffen quasi Nuts. Also selbst wenn das irgendwas zu bedeuten hat, denke ich mal, sind wir zufrieden mit dem Flop. Mit dem Flop sind wir überhaupt nicht zufrieden. Ja, tun wir wieder irgendwie dumm. Vielleicht kommt der ja auch mal auf die Idee. Jetzt haben wir hier Full House und naja. Hier könnte es halt auch klappen. Jetzt müssen wir mal ein bisschen warten. Halt mal, ja, man versucht es halt längst, kann es halt doch. Aber nee. Das ist halt so ein Kindheitstraum von mir, dass meine Leute mal einen Overpush von mir kamen. Aber irgendwie schaffen sie das nie, weil sie meistens immer nur fällige Bockmist auf der Hand haben. Und mit wer weiß was immer callen und dann können sie es obviously natürlich nie machen. Weil sie nicht haben am Ende. Aber dann ist man ja froh, dass sie bis dahin zumindest durchcallen könnten. So, ich hoffe jetzt einfach mal, der hat Ace Queen oder so und callt mich hier runter oder raced jetzt, ja, oder macht sowas. Ja, ist nice, alles cool. Wie gesagt, es klappt eigentlich fast alles so, wie ich mir das vorstelle. Nur Sacken tun sie gelegentlich zu viel. So, das sieht nicht so gut aus. So, ich hab Glück, ich kann mal wieder. Nee, ich muss noch gar kein neues aufmachen. Wie ich heute gar nie renne. Bis jetzt. 40 BB in einem Droh zu haben ist auch mal lustig. 12 BB zu haben ist auch lustig. Ah. Viele spielen ist gut. Später haben wir es 8:30. Naja, geht ja noch. Ist ja alles noch so tragisch. 15 BB. Ja, ist jetzt, weiß ich nicht, ob man das jetzt füllen sollte. Ich meine, kriegt das sonst eh keiner hin, deswegen pushe ich es jetzt mal einfach. Weil es eh Latte ist. Am Ende kriegt man jetzt wieder dort eine halbe Stunde keine Hand und muss dann irgendein Bullshit reinstellen. Da sind wir 2,5 von allem mal lieber. Weil man wird noch oft genug von ASX gecallt und hat dann einen gescheiten Flip. Ja, und hier wird man halt von S-Jack gecallt und trifft keine 7, denke ich mal. Ja, kommt sogar ein Jack. Auf gar keinen Fall kommt dort die 7. Und damit sind wir hier bei 10 BB und ach, überall eigentlich bei 10 BB. Wird ja bedeuten, dass wir hier. Ja, sind wir tatsächlich auch in der Money. Also kann das jetzt dort mal abgehen irgendwie. 12 BB, viel Limber. Ich hoffe jetzt mal, jetzt hat keiner 5 oder so in Reis. Also es muss einfach nicht sein. Aber könnten wir auch nie ändern. So, die Leute schaffen es zu folden, das freut uns.
Das ist komisch, was die machen. Die also 7 BB, da kümmere ich mich nicht drum, was die komisches machen. Zum Glück. Aber ich gehe mal aus, hier bin ich wieder irgendwie Beat oder so. Kein Queen, Ass3, ja, kommt halt nass. Weil obviously Ass3 auch definitiv das nochmal callen muss. Das ist eine gute Idee. So, damit muss ich dann halt mal wieder was aufmachen. Das ist mir zu viel Action hier. 13 Uhr noch, ja, da muss ich definitiv mal wieder was aufmachen. Das ist ein Scheißflip für 9. Das ist immer noch ein Scheißflip für 9. Das ist ein scheiß Action für König 9. Raus, ja. Ja, 27 BB, ne, ja gut. Wir öffnen jetzt mal. Muss ja nicht immer gleich wollen. Ich will jetzt gefälligst hier. Vierfache ist, ne? Ja gut, der ist halt. Also ich hoffe jetzt, es kann einmal darf's mal mein Plan aufgehen, dass das wieder mal eine Kackhand ist, wie sowas wie King Jack oder irgend so ein Scheiß. Oder Ass 10 ist eigentlich auch scheiße genug, wenn ich sage. Diese Leute auch mit 4 BB, ich bitte euch, wird jetzt hier nicht mehr rumgeschult. Sind das eigentlich plus 4 BB? Das sind 10 BB. Okay, ich habe mal wieder völlig missreadet meine hat. Naja, gut. So, hier haben wir halt gescheit gesagt. Also das da unten war jetzt ein Bullshit-Fehler. Das hätte ich nie machen müssen. Da hätte ich obviously rausgehen dürfen. So, hier kann man mal was reinstellen. Das ist ganz angenehm. So, das Tournament will noch nie aufgehen. Hier stellen wir rein, weil es einen Limbo gibt. Und Limbo gerne zahlen. Dafür sind es nämlich Limbo. Ja, das nee, hier stellen wir auch rein, obviously. Einfach nur, weil es viel zu viele Hände gibt, die im Big Blind schlechter sind. So. Also ja, Fehler machen wir natürlich auch. Warum auch nie. Sind ein klein paar mehr zugegangen offensichtlich. Hier oben ist auch, oder? War da überhaupt eins? Keine Ahnung. Vielleicht ist es schon mehr zugegangen als sollte. Hier ist ein super Stack. Gegen den man noch zwingend callen sollte. Dreifache ist es sehr sinnvoll. Hm. Wie man sieht, machen die ja auch nie besser. Die gehen auch ständig kaputt. Ja, Ace Jack, ich meine. Puh. Das ist eine interessante Frage. Könnte jetzt gar keine so gute Hand haben, aber ich behalte jetzt mal meinen Stack lieber. So, hier optimale Situation, um gleich einzustellen. Hier gehe ich echt davon aus, dass ich mir so eine 5 oder eine 4 eigentlich gerne kommt. Mit Ass 10,
Ass Bube, Ass Dame, König, irgendwas. Das ist auch interessant. Den hatte ich jetzt noch gar nicht im Plan. Aber haben wir natürlich mit Aces jetzt noch keine Angst. Werden nochmal isoliert. Und das könnte ja, eigentlich würde mich jetzt mal echt interessieren, was die hier wieder so machen. Tens gegen Achten und keiner kommt an, das ist gut. Also Tens hier unten, ja, es ist nicht so schlimm. Achten finde ich mal wieder ein bisschen bescheuert, aber also nach der Action vor allem, ich meine. Wenn halt irgendeiner vor ihm mal irgendwas reinstellt, dann kann man vielleicht Achten sogar ganz gut gucken. Das kommt drauf an. Haben ja keine Angst vor eventuellen Flips, aber wenn dann zwei Leute schon rumballern, dann muss halt irgendwann klar sein, dass da Achten nicht mal mehr einen Flip haben. Also das wäre sehr höchst selten. Schaut er so in. Okay, brauchst du nicht. Eins, vier. Was machst du jetzt? Auch wenn die Odds nie ganz stimmen, aber. Oh Gott, da erwischt der schon wieder einen Flop, ja, und macht natürlich eine Straße. Leute machen immer Straßen gegen mich. Weil Straßen schön sind. Also hier brauchen wir mindestens eins, was man wieder ein bisschen gut rennt. Gerne auch zwei. Oh naja, Rennen ist halt gerade nicht so. Was C7, irgendwas. Naja, von mir aus. Haben gerade keinen in der Mitte, dann darfst du halt mal in die Mitte kommen. Hier versuchen wir jetzt mal irgendwas zu treffen, wie immer. Schon schief gegangen, wenn der hier reposcht, dann muss ich glücklich werden. Obviously. Wird bestimmt wieder irgendwas Ace Queen, das geht sogar noch. Gar nicht so schlimm. Und wir halten, das ist gut. Also wenn die hier, ja, Ace Queen, ja gut, ich meine, ist auch klar, aber. Ach, das hier, Ace Queen geht halt rein. Also wir machen uns halt jetzt durch unsere. Die frühen Pushs hier, die sind zwar nie wirklich das Optimum, aber es ist besser als dann in den Flop zu kommen, übelst nachzudenken und zur falschen Entscheidung zu kommen. Da bevorzuge ich definitiv den Push. Und wie gesagt, solange man noch Leute hat, die ihn dann noch callen mit Wichse und das hätte ich pushen können. Verschenkt man sich dadurch auch nicht so viel. Im Gegenteil, wenn eigentlich viele Leute ihn mit Wichse callen, dann ist es lustig. So, was haben wir hier? Ja, das ist Borderline auf jeden Fall. Ganz fies. Das. Wie ist denn das hier eigentlich mit Pause? Ist immer wieder eine. Ach, es dauert noch eine Weile. Wünschen uns schon wieder die nächste Pause an. So, ja, es sind halt ein paar hier in der Gegend, wo es langsam interessant wird. Ich sag, die verrecken dann halt immer hintereinander weg. Also ich meine, ich versuche jetzt mal vielleicht vor allem die Calls ein bisschen zurückzuschrauben. Ich habe jetzt, glaube ich, bei den letzten ein bisschen viel Wichse gecallt. Das muss eigentlich nie sein. Aber ansonsten muss man halt einfach mal hoffen, dass wieder mal irgendwas funktioniert. Hier zum Beispiel, das kann ich halt auch nie weglegen. Das sind 5 BB, was soll ich an Ass weglegen? Das ist Quatsch. Oder 9 BB, King Jack geht auch nie. Muss man halt lucky werden, im Notfall. Sind ja eigentlich sind wir ja. Wir sind sogar im Final hier, das ist ganz cool. Haben uns irgendwie durchgemogelt.
mit dem wir nicht gespielt haben, aber halt, jetzt muss halt irgendwas wieder mal klappen. 12 WB in Ass legst halt irgendwie weg. Das denke ich mal sind irgendwie die Probleme, die man hier hat. Oh, das ist viel. Das ist, glaube ich, das ist Quatsch, was ich hier mache. Also es gibt auch extrem viel Chips, wenn man jetzt mit Ace Queen gecallt wird oder Ace Jacks, indem man den anderen halt mal nie treffen lässt. Oh, ich sette. Setten ist gut. Zack, schon haben wir viele Chips. Und das 9 werde ich definitiv nicht weglegen. Also ich meine, ich will jetzt hier Wurst, ob ich das 9 oder das 5 rausfliege, das macht nicht so den Unterschied. Ich will jetzt hier Chips kriegen. Wenn ich 5 mal sacken muss, ich sacke auch gerne. Ich meine, eigentlich sind ja 3 oder auch nicht so schwer. Aber eigentlich schon, so folden wieder alles gut. So, jetzt werden sie uns wahrscheinlich callen. Und deswegen folgen wir auch Wichse. So, wie viel haben wir denn eigentlich offen? 15, 15 sind gut. 15 sind gemütlich. Hackfresse. Solange man noch andere als Hackfresse erkennt. Der liebt Reeszellen, da kommt mir der Rees komisch vor. Aber ich hab 8. Ah, das ist komisch, was der hier macht. Das könnte durchaus eine Hand sein und ich werde es jetzt wahrscheinlich auch nicht gleich. Ja. Ja, ist auch ein Ass zumindest. Also eine Hand würde ich es noch nie gleich bezeichnen. Dafür ist es zu hässlich. So, was haben wir hier eigentlich? Mit 5 haben wir das gefoldet. Komisch. Ist doch gar nicht mein Stil. 14.000 irgendwas, ey. Es ist, man ist mit König 10 so vorne. Aber immer wenn ich es zeige, ist man, ja gut, ich meine, es waren nie immer hinten, wenn wir es gezeigt haben, aber es wäre Folden jetzt. Wir wollten nicht so viel Karten, haben wir gesagt, also Karten auch nicht so viel. Aber das ist halt wirklich, also ist König 10 suited, dass man hier mega gut gegen die Push-Range. 10 5 suited ist jetzt nicht so eine Lieblings-Push-Hand von mir. Ist einfach nur eine Lieblings-Sackhand. Der ist ein bisschen groß, der Push. Der hat ein bisschen zu viel Müsli gegessen. Ah, ist ein Russe, okay. Alles gut. Russen müssen das machen. Sonst nimmt es ja keiner mehr ernst. Was sind das? Oh Gott, ich folge eine Suited Queen. Oh Gott, bin ich tight. Jungs, sagt mir doch mal, dass ich Suited Queens folge. Also eine Suited Queen. Suited Queens sind natürlich Quatsch, aber kann man doch nicht machen. Bin immer noch in 15 Tournaments drin, ist gut. Ausfliegen hat sich gerade ein bisschen beruhigt. Oh, EK. Lange keine Hand mehr gehabt, stimmt. Da erkennt man EK gleich gar nicht. Ja, mit 7-2 wäre ich definitiv nicht gekommen. Oh Gott. Es ist bestimmt auch wieder King Jack und so ein Scheiß. Das ist innen an der Waffel. Das ist schlecht, wenn hinter mir der Russe wieder abgeht. Da war dann Russe, ja genau. Haushalt sind relativ guter Russe. EK als 9, ja, es passt schon. Ich sette, hat jemand Kreuz? Nein. Damit ist das nochmal gut gegangen. Ja, ich werde jetzt natürlich S-Jack hier nicht folgen. Und EK werde ich hier auch nicht folgen, das ist auch Quatsch. Könnt jetzt halt mal halten oder so. King, keine Karo, ich konnte es gerade nicht verarbeiten, aber irgendwie schien es gut zu sein. So, hier bin ich auch ganz gut dabei. Weiß gar nicht, hab ich gerade. Also jemand von Tisch nehmen kann ich ja nicht, vielleicht sind die Blinds noch einfach so hoch inzwischen. So, willkommen zurück, nachdem ich eine Nervquelle nochmal beseitigt habe.
Also hier oben gerade sensationell. Hier war sogar Queens ausgesagt worden von 10,5 und damit wir nochmal was Schönes sehen. Er hat gepusht halt, ich hab halt gecallt, wie man das mit Queens so macht und naja, hier kriegen wir gegen Jacks, das ist schlecht, das callen wir jetzt, weil King offensichtlich vorne. Hoffentlich trifft er mal nicht doch, er trifft natürlich wieder, oh, ich treffe zurück, sehr gut. Jetzt haben wir hier einen relativen Stack auf einmal wieder, das ist ganz gut, 2 gehen rein. Gucken wir mal, wie viele Tournaments auf sind, 14, dann sollten wir langsam wieder eins aufmachen. Also irgendwie ein bisschen halbwegs scheint es rennt nie wirklich, aber das geht schon, es ist jetzt nicht so schlimm. Na gut, hier gehen jetzt ein paar wieder in den Arsch. So, 15 MP, da muss ich jetzt glaube ich 4 noch nie abgehen. So, der hat ein bisschen eine bessere Hand und hält. Der bleibt doch am Halten. Das lasse ich hier mal. So, muss man wieder warten. So, was ist hier? Hier sind wir noch 2 Tische. Ja, mit Aces kann man noch mal einen Push callen. So, man hält halt auch. So, 9, 7, 6, 10, 7, hoffentlich nie gegen Kings. Wir wissen ja, in Kings rennen wir besonders gerne. Och, das soll nicht lange überlegen, der Arsch. Hat er bestimmt wieder Ass, Dame und hat übelst Problem, das zu callen. Sieht jetzt sogar aus. Da scheint er wirklich ein Problem zu haben, das zu callen. Dame 2, ich hab gerne ein bisschen Power in der Hand. So, ist hier schief gegangen. Gegen Aces natürlich. So, und hier, das ist halt 8 Blinds. Gehen wir halt mal rein. Hier. Das. Hab ich gerne High called. Wird mir zu oft gecallt. Och, hier darf ich nicht folden. Erinnere mich jetzt bitte im Big Blind dran, dass ich nicht folde. Also hier ist halt vorbei. Na gut, ich meine jetzt. Nee. Versuchen jetzt nochmal zu zaubern. 10,6 geht ab. Und wenn nie, dann ist halt dort nie. Kann nie überall ins Geld kommen. Limbo. Gegen Limbo sind es ein paar immer gut. Also fast immer. Also wenn er es dann wieder mit irgendeinem anderen Paar callt. Ist Jack limpen wir obviously. Und treffen einen Ace und ich limpe aus Versehen. Ich hab Bock den wieder als Fisch zu markieren, aber das wissen wir auch so. Das kann man natürlich obviously. Das geht rein. Boah, Alter, die Tournaments immer aufgehen, ja. Dort ist irgendwas zugegangen. Das war das, was nie so gut gerannt ist. Haben wir dahinter haben sogar noch eins offen, das ist gut. So, das ist obviously drin. Ne? So, ein Jack, was weiß ich. Das ist ein Idiot. Und da geht's halt mal rein. Hab jetzt aber halt keinen Bock gegen den Idioten so zu spielen. Das geht halt einfach rein und fertig. So, ja. Ja, jetzt gehen gerade wieder ein paar zu. Offensichtlich sind wir bei einigen an der Grenze gewesen. Ja, das hat wieder die Pfanne versorgt. So, das sieht echt schwul aus. Keine Ahnung, vielleicht will man ja jetzt auch übelst schicken damit.
Das könnte sogar ganz gut sein, ausnahmsweise mal. Ist es gut? Ja, geht schon. Ist nicht dramatisch schlecht. So, gegen ein Limb von 12 pp. Machen wir Druck. Das sind zwei, die sind eigentlich relativ gut beide. Den 30.000 gefällt mir. So als Stack Size. Obvious. So, ist auch obvious, dass das jetzt hier reinwandert. Dem gebe halt mal wieder nie was, obwohl er wieder Aces hat. Ach, das nervt. Sagen bitte. Ass bitte. Ass in nicht Herz bitte. Das nervt einfach nur. Leute, die immer Monster haben hinter ihm. Nervt. Dass sie das nicht mal abstellen können. Das war einfach mal verboten. Oder vielleicht auch mal einfach nicht so häufig. Das wär's mal. Kann schon sein, dass von uns. So, jetzt könnte hier mal was passieren. Wenn nicht passiert, dann lassen wir was passieren. Im Final sind wir. Ich meine, was will man machen? Irgendwann muss man mal treffen. Lernen. Oder nie gecallt werden sie auch am besten. Vielleicht kriegt man ja auch mal irgendwann eine rische Hand, mit der man das gerne macht. Ich meine, braucht jetzt nicht denken, dass ich unendlich gerne König 8 Suited reinstelle, aber es ist einfach mal nie anders möglich. Natürlich. Und es kommt wieder ein Flash-Draw. Und wir sind wieder versucht reinzukommen. Und es kommt noch ein Gutshot und wir betten weiter. Und wenn noch ist, dann betten wir noch mehr. Und dann gucken wir mal König 4 und nichts. Obviously nie. Weil König 4 callen ist. Moment, wir müssen jetzt doch mal hier miteinander. Nein, nicht Igel. Das ist doch kein Igel, das ist ein völliger Vollhonk. Schwachmat. Und das meine ich mit vorm Flop einfach pushen. Das ist immer gegen König 4 kämpfen muss. Outs kriegt und dann nicht mehr rauskommt. Einfach pushen. Ach, das soll mal weggehen, ja. Ich weiß nicht. Jetzt bitte was kommen. 8. Kunde. Ja, 400 ist gut. 400 ist eine Riesenidee. So, hallo. Schaffen wir es jetzt mal hier. Hier kommt einer in der Freund. Hier. Ist gerade erst begonnen. Das sieht schlecht aus, wenn was gerade erst begonnen hat, aber. Oh, Jungs. Fold in Flop kommt fertig. Oh. In Flop kommt Fold, fertig, ab. Bett, Fold. Macht mal ein bisschen hin. Oh. Alter, noch schlechtere Leute müsst ihr hierher setzen. Ja, bitte. Kommt. Wird Zeit. So, also hier haben wir keine Pause. Haben wir jetzt erkannt. Also, ich setze hier einfach aus und bis nächste. Einfach. Bis dann.